Liebe Jungfrauen, wir schauen uns an die Veränderungen für eure nächsten 1 bis 2 Monate für das Kollektiv der Jungfrauen. Oh, ihr habt hier schon das Glück mit dem Marienkäfer. Oh, hier sind unerwartete Gewinne, hier ist neue Begegnungen jeglicher Art. Das fängt schon mal sehr, sehr gut an für euch. Hier habt ihr jetzt 2, ihr vollendet irgendwas und ihr habt hier den Blick übergeordnet über die Dinge, also den Weitblick. Wahnsinn. Ja, mit dem Marienkäfer habt ihr Glück, günstige Chancen, mögliche Wendungen, positive Grundhaltung, die wieder einkehrt. Ja, das Glück ist so, dass ihr es auch im Prinzip innerlich spürt, dass ihr vielleicht auch staunt. Hier sind auch ungewöhnliche Wege, die sich euch präsentieren, oder ihr beschreitet eben Wege, die ihr euch nicht hättet vorstellen können. Und genau auf diesen Weg kommen dann eben auch noch die unerwarteten Begegnungen oder die Gewinne, die sich irgendwo ankündigen. Es sind auch vielschichtige Emotionen, viele Farben, ne? Die Farben des Regenbogens. Es ist eine Zeit, wo ihr viele Zeichen und Hinweise bekommt, auch über eure Träume oder über eure Emotionen. Und es geht tatsächlich darum, auch Erkenntnisse kriegen, die völlige Veränderung irgendwo mitbringen. Es ist einfach eine Zeit von glücklichen Fügungen, mit denen ihr auch, mit denen vielen ihr auch dann etwas vollenden könnt, wo irgendwie der Meister in euch wieder entweckt und wo erwacht, entweckt und euch damit auch wieder eine andere Sicht auf die Dinge bringt und einen gewissen Weitblick. Und wo ihr auch merkt, dass viele Sorgen unnötig waren, denn manche Dinge erledigen sich hier auch von ganz alleine. So, schauen wir ein bisschen weiter. Welche Bereiche könnten es sein? Was sieht man noch? Ja, eure Emotionen werden angesprochen. Die Themen, die tief gehen. Möglicherweise geht es euch auch um andere Menschen, Freundschaften, mit denen ihr tief innerlich verbunden seid, Kinder, Schattenthemen eurer eigenen Kindheit, Konflikte mit Menschen im Umfeld, wo ihr so diese Werte von euch selbst auch in Frage stellt, ne? Treue, Loyalität, Freundschaft, wie ist das bei mir, wie ist das bei den anderen? Und genau dieser Konflikt bringt euch hier die Veränderung mit, auch auf der emotionalen Ebene. Das Außen ist hier sehr wichtig, ne? Hier sind viele Themen, die sich von außen wandeln, also unerwartet auch oder nicht so gedacht. Eure eigene Kraft, euer Vertrauen. Ich habe aber auch viele Ahnenthemen bei euch, die irgendwo eine Rolle spielen. Möglicherweise sind es auch Menschen, die irgendwelche Ideen mitbringen, die euer Vertrauen wieder nähren. Die Finanzen sind mit dabei, die eigene finanzielle Größe, das finanzielle Fundament. Und ihr habt hier mit diesem Glück, das hier liegt, auch gleich das Ding, dass ihr ein finanzielles Schattenthema abhaken könnt. Möglicherweise klärt ihr auch Dinge mit Personen, die mit den Finanzen zu tun haben. Man sieht Umbrüche, Anfang und Ende, das Beenden von Konflikten. Und es zeigen sich Dinge, die eben nicht mehr richtig waren, in einem anderen Glanz.
Es kann jetzt hier auch sein, euch wird plötzlich was klar. Es kann sein, dass ihr irgendwo gezweifelt habt und diese Zweifel nicht berechtigt waren. Es kann um das Zuhause gehen, den häuslichen Bereich, das Umfeld. Für einen oder anderen sieht man hier auch so Abschlussthemen mit Partnern aus der Vergangenheit. Es kann jetzt hier im Beruf sein oder auch Ex-Partner, Kinder oder an sich den häuslichen Bereich oder auch Umzüge. Angebote für Umzüge, Veräußern von Immobilien, Klärung von Dingen im häuslichen Bereich. Und wir haben auch die Berufskarte dabei. Man sieht vielleicht, dass im Bereich Haus, Häuslichkeit viel Arbeit ist oder dass ihr euch ausweitet. Es kann an die Selbstständigen gehen oder dass ihr über den Beruf oder einen beruflichen Wechsel hier eine stabilisierende Energie bekommt. Dann habt ihr ein Gegenüber hier liegen, verbunden mit dem Schicksalskreuz. Kann ja tatsächlich, ne, wir haben hier unerwartete Begegnungen, auch jemand sein, den ihr noch nicht kennt. Oder aber tatsächlich euer Gegenüber. Wir haben schicksalshafte Veränderungen und wir haben eine Situation, wo sich eine Schwierigkeit löst, wo es angenehmer wird, wo es leichter wird und wo der Stress nicht mehr so da ist, den ihr hier überall reingegeben habt. Im Gegenteil, hier sieht man eher die positiven Aufregungen. Es ist viel Umstrukturierung, es kann hier im Umfeld sein, im häuslichen Bereich, auf der Arbeit und auch auf den Finanzen. Es ist hier der Begriff Vollendung. Ne? Man beendet irgendwie etwas und taucht in eine neue Phase. So, wo ist der Platz für euch? Da ist das Lagerfeuer, das ist Selbstreden. Ne? Lagerfeuerenergie. Dann von den Kipperkarten habt ihr Jetzt bin ich gespannt. Irgendetwas kränkelt kurz. Eine kurze Zeit, wo ihr nicht so richtig klar seht, das haben wir hier auch. Aber das ist nur wirklich eine Sache, die sich dann klärt. Es hat sehr viel mit den ganzen Bereichen zu tun. Da ist auch so die Grundvoraussetzung, ihr blüht ja hier auf. Ne? Und hier habt ihr diesen Zustand von etwas kostet Kraft, etwas zehrt an den Nerven, etwas ist herausfordernd. Es kann auch sein, ihr kommt hier so ein bisschen aus einer Situation, wo Dinge kaputt gegangen sind, wo ja irgendwas nicht richtig funktioniert hat. Und ihr habt hier natürlich mit der Zusammenkunft auch so gesellschaftliche Anlässe oder Treffen mit Menschen, wo es vielleicht auch unterschiedliche Meinungen gibt, aber das dient euch hier auch zu Horizonterweiterung. Auf jeden Fall auch soziale Kontakte, die eine Win-Win-Situation mitbringen. Ihr habt hier die Eberesche mit Öffne alle deine Sinne. Hier sind Ideen, hier ist Energie von Kreativität, Inspiration. Hier vielleicht auch über die emotionale Ebene oder über eben die sinnliche Ebene.
Ihr habt hier sehr zentral, dass der richtige Zeitpunkt wichtig ist. Ne? Hier ist das Nebelmoor, hier steht man konzentriert rum und fokussiert sich auf die Dinge. Und es ist kein schnelles Voranpreschen, sondern man wartet, bis der Blick so klar ist, dass man lostigern kann, anstatt dass man sich hier vollends im Morast befindet. Alles hat seine Zeit. Ne? Hier ist sehr viel Input auch über die Sinne, über die Seele. Und genau wenn dieser Zeitpunkt da ist, dann schreitet man los und findet dann den Weg hier aus dem Nebel raus. Das ist hier auch tatsächlich mit der Karte zusammen wirklich eine günstige Zeit, um den 6. Sinn erwachen zu lassen und euch selbst besser zuzuhören, euren Wünschen, Träumen und Sehnsüchten und auch den zufälligen Gedanken einen Platz zu geben. Hier kommt sehr viel Wahrheit ans Licht, ne? Oder sehr viele Dinge, die in Wirklichkeit so sind, wie man sie vielleicht nicht erwartet hätte. Und genau da liegt dann der Punkt zum Weitergehen. So, dann nehmen wir ein Vögelchen. Ihr habt den Kolibri. Ich bin der fliegende Juwel, hebe dich von der Masse ab und bringe stets aktiv deinen Einsatz, um deine Ziele zu erreichen. Verspüre dabei eine große Leichtigkeit und fühle dich getragen. Dann nehmen wir noch eine Karte für eure persönliche Fülle. Da habt ihr die hochenergetischen Nahrungsmittel. Also ihr dürft euren Körper gut versorgen mit Nahrung, die Energie liefert. Etwas Gutes in euch hineingeben, um die Effizienz zu vergrößern und auch bessere Ideen haben mit höherer Resonanz. Und das lässt euch hier einmalige Gelegenheiten und segensreiche Beziehungen anziehen. Das habt ihr hier auch zweimal drin. Wunderbar, ihr Lieben. Dann nehmen wir noch eine von meinen Kärtchen. Und dann darf das Glück bei euch einziehen hier. Ihr sollt die Samen pflegen, die ihr gesät habt, und ihr bekommt einen wichtigen Anruf. Also Gespräche, die hier über das Telefon stattfinden, werden euch hier weiterbringen. Ihr lieben Jungfrauen, ich drücke euch bis bald.